Ja, also nochmal. Wetter ist super. Wir fahren jetzt Richtung Alpen. Heute erste Etappe geht nach Untererthal. Bei Frankfurt sind ungefähr 5 Kilometer. Und jetzt kommt Jackie zum Winken raus. Jackie winkt schon. Ja, soweit ist alles fertig. Alles gepackt, alles drin. Und ja, Jürgen ist nochmal für kleine Motorradfahrer. Ja, moin moin. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Das hier ist unsere Männertour, die wir im Juni 2018 gefahren sind. Ein bisschen südlich von Hamburg ist es losgegangen. Erstmal durch die Heide in Richtung Weserbergland. An Kassel vorbei, in die Rhön und dann zu unserem ersten Übernachtungsstopp nach Obererthal in der Nähe von Würzburg. Ja, spontane Ideen sind meist die besten. Wir hatten uns das erst eine Woche vorher überlegt. Wir haben Zeit, das Wetter sieht genial aus, also können wir mal losfahren. Ich zeige hier gleich mal kurz die Karte, wenn es auch schlecht zu sehen ist, für den ersten Streckenabschnitt. Das waren knapp 500 Kilometer und ging, wie gesagt, möglichst nicht über Autobahn, sondern alles nur Landstraßen, bis mal 500 Kilometer Richtung Süden. Wir sind an einem Sonntag losgefahren, wollten Freitag zurückfahren. Deswegen war es hier auch auf der Anfahrt so leer und sind hier schon im Weserbergland. Die Unterkunft hatten wir 1 oder 2 Abende vorher gebucht. Das ist der Landgasthof Stern in Obererthal. Ich blende euch gleich mal die Kontaktinfos ein dafür und die GPS-Daten. Tja, ich würde es nicht erzählen, wenn der Landgasthof Stern für uns nicht okay gewesen wäre. Der Chefkoch selber ist ein kleiner Biergarten dabei und die Zimmer sind absolut top. Und wir sind auch auf dem Rückweg dort wieder abgestiegen, haben auch ersten Abend vorher gebucht und uns ein Zimmer geholt. Die Videos des Gardasee und Dolomitenurlaubs habe ich ja im 2 Wochen Abstand veröffentlicht und habe aufgrund der Kommentare gelernt, mich mit der Musik mal ein bisschen zurückzuhalten. Insofern habe ich hier die Lautstärke reduziert. So ganz ohne ist aber auch doof, dann hört man nur die Windgeräusche oder letztlich den Motor, was an sich erstmal gut ist, aber ist auf Dauer dann doch ein bisschen nervig. 2, 3 Worte zur Technik. Ich habe eine GoPro 4 und eine GoPro 5 Black dabei. Gesteuert wird das Ganze über die GoPro Fernbedienung. Wer die kennt, kennt das Problem, dass die Fernbedienung relativ schnell leer ist. Sie hängt jetzt hier an der Bordnetzsteckdose in der kleinen Plastikhalterung drin. Erfüllt absolut seinen Zweck, dass ich die Fernbedienung während des Betriebes weiterladen kann. Wie gesagt, alle Details im Teil 1 des Gardasee-Urlaubs. Ja, wir erreichten unser Tagesziel, den Landgasthof Stern in Obererthal. War ganz cool da, die Zimmer waren ruhig, mal abgesehen von dem Kirchturm oben rechts. Der hat dann morgens doch für ein bisschen Stimmung gesorgt, aber der Abend klang, wie hier zu sehen ist, mal ganz vernünftig aus. Ja, der nächste Morgen hat uns dann gleich mal auf die Autobahn gebracht. Wir wollten noch ein bisschen Strecke machen und waren natürlich gleich prompt in der Baustelle drin.
Wir sind kurz vor Schongau. Richtig viel Verkehr hier. Landstraße gefahren. Wir werden jetzt kurz nach 5 werden wir jetzt da sein. Ein tschechischer LKW versucht mich umzubringen jetzt. Aber schafft es nicht. Und ja, wir fahren dann weiter gleich. So schön. Nein, ich nehme ja auf für die Kamera. Also. Ja, hier der zweite Teil der Strecke, also von Obererthal nach Pfunds in Tirol. Ja, dann haben wir uns mal angeguckt, wie sozialer Wohnungsbau auf Bayerisch geht. Da war nämlich Schloss Neuschwanstein. Ja, wir hatten auch jetzt nicht mehr lang bis zur Grenze. Wir wollten eigentlich erst nach Garmisch. Schaut euch mal die Brücke da oben an. Das ist eine Hängebrücke. Eine von zweien, glaube ich, in der Gegend. Das hier, glaube ich, ist aber die längste. Wer Höhenangst hat, sollte da besser nicht rübergehen. Ja, wir wollten eigentlich erst nach Garmisch. Da haben wir dann aber den Abend vorher nichts gefunden. Und die Idee war dann, nach Pfunds zu fahren. Ins Posthotel. Den Rucksack, den ihr hier, Tankrucksack, den ihr hier seht, habe ich nach der Tour verkauft, weil diese Plastikfolie da oben drauf so dermaßen in den Augen blitzt bei Sonnenschein. Ja gut, den haben wir jetzt hier gerade nicht, aber das hat doch ziemlich genervt. Ich habe mir mittlerweile einen SW Motec mit Tankring geholt und der ist wesentlich besser, finde ich. Ja, wir kamen unserem Tagesziel nur langsam näher. Wir haben vorher allerdings uns die Zugspitze nochmal angeguckt. Das ist ja eigentlich obligatorisch, wenn man über den Fernpass fährt. Kann man auf den See runterschauen, hier rechts unten zu sehen. Und ja, abends gab es dann noch ein paar Kleinigkeiten nach dem langen Fahrtag. Die Karte, die jetzt hier zu sehen ist, ist übrigens von der Seite des Posthotels. Die haben da auch für die Touren da in der Gegend die entsprechenden GPX-Daten reingestellt. Wenn ihr die braucht, schreibt mich kurz an. Ist überhaupt kein Problem, schicke ich euch die zu. Ja, erster richtiger Fahrtag. Da sind wir zuerst mal nach Samnaun hochgefahren. Samnaun ist ein Skiort, soll ziemlich cool sein im Winter. Ist vor allen Dingen aber auch zollfreies Gebiet. Man fährt quasi von Österreich, fährt man da hoch. Es ist auch eine Sackgasse, man kommt hinten aus dem Tal nicht mehr raus, muss einen Teil zurückfahren. Wenn man über die Grenze kommt, kann man vorher allerdings nach links abbiegen und dann kommt man eine ziemlich geniale Passstraße runter zu einem kleinen Ort, der heißt Venadi. Könnt ihr euch auf der Karte ja mal anschauen. Und ja, da kommen wir gleich hin. Hier die angekündigte Passstraße nach Venadi runter. Es sind zwei Tunnel sind auf der Straße nach unten. Die sind insofern ganz lustig, weil es ist kein Licht drin und zum Glück sind sie auch noch einspurig. Muss man halt ein bisschen aufpassen.
Witzigerweise meins auch erst nicht. Ja. Wir sind dann von Venati aus Richtung Martina gefahren und von da aus nach links weg zum Reschensee, Reschenpass, weil wir von oben in den Ofenpass reinfahren wollten. Das gehört zur Schweiz, ist ein Nationalpark, gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsstraßen. Vielleicht wundert ihr euch, dass der Helm jetzt sich bewegt, aber die Kamera relativ ruhig ist. Das liegt an einem kleinen elektronischen Helferlein, der in meiner Software drin ist. Ja, links im Rückspiegel könnt ihr es schon sehen, da ist ein blauer Golf hinter mir. Und jetzt passt mal auf, was der jetzt gleich macht, wenn wir in die Linkskurve reinfahren. Ja, der entgegenkommende Kollege, jetzt guckt er sich nochmal um. Ich glaube, der verstand die Welt auch nicht mehr. Ja, ich war mit dem Motorrad noch nicht in Kanada, aber ich kann mir echt gut vorstellen, dass das so ähnlich aussieht wie hier jetzt. Das ist übrigens die 28, die Bundesstraße 28 nach Zernez. Von da aus geht es dann über die Grenze zurück nach Österreich und in Richtung Pfunds.
ich glaube, es wird klar, weshalb ich den Ofenpass so gut finde. Wir sind einen Tag später dann glatt nochmal gefahren. Da kamen wir vom Stelfzer Joch runter. Man hat, wenn man auf der Passhöhe ist vom Stelfzer Joch, die Wahl, Richtung Bormio zu fahren oder dann eben in Richtung Ofenpass. Wir hatten nämlich an dem Tag eine Hütte gesehen. Da wollten wir unbedingt mal anhalten und schauen, was es da Leckeres zu essen gibt. Ich bin im Übrigen nur der Co-Kommentator. Am nächsten Tag hatte ich das Mikrofon dann angeschlossen an die Kamera. Und das geht jetzt gleich los mit dem direkten Live-Kommentar. So, ja, zweiter Fahrtag in Tirol. Wetter entwickelt sich gerade und wir haben uns das jetzt heute wirklich vorgenommen. Das Stift, jetzt quasselt mir gerade mein Navi dazwischen. Wir haben uns heute vorgenommen, wirklich das Stelfzer Joch zu fahren. Gestern den Ofenpass, wie gesehen. Stelfzer Joch fahren wir in dem Moment von Norden an. Das ist, glaube ich, Norden. Heißt, wir haben bergauf 48 Kehren vor uns. Runter geht es ein bisschen besser, wobei es auch durchaus eine Herausforderung sein kann. 48 Kehren relativ eng, also ihr habt vielleicht meinen Film von 2015 gesehen, da bin ich das Ding schon mal hochgefahren. Damals sogar mit Jackie als Sozia. Ich war mir nicht sicher, ob wir das machen sollen, aber jetzt machen wir es. Wetter sieht super aus. Das ist zum Glück nicht so heiß, das entwickelt sich noch. Es ist zum Glück nicht so heiß, das soll erst wieder kommen. Ja, das ist der Weg raus von Funz Richtung Reschenpass. Wobei bei Reschenpass, das ist kein richtiger, es ist eigentlich kein großer Pass mit riesen Kehren und so, sondern das ist eigentlich so ein Hochplateau, das führt dann runter zum Reschensee. Ich glaube nicht, dass das hier dazu gehört. Ja, Temperatur im Moment noch 15 Grad. Aber es ist zum Fahren allemal besser als 28, wie wir das die Tage vorher schon hatten. Wir haben bislang auch immer Glück gehabt mit dem Wetter. Es hat ja geregnet, hat sowieso nicht. Ja, es sind von Funz zum Reschenpass, glaube ich, bis hoch sind es knapp 50 Kilometer. Das ist eigentlich gar nicht so weit. Der Punkt ist der, dass ich die letzten Kilometer, das sind so 5, glaube ich, die ziehen sich durch die ganzen Kehren, zieht sich das Ganze zeitlich schon in die Länge. Und ja, wir müssen mal schauen, ob wir heute auch wieder so viele Radfahrer haben wie sonst. Das ist schon der Hammer, wie die das hier so einfach in die Berge klatschen, also mit den Straßen hier.
das lässt doch mal hoffen, wa? Das Wetter sieht ja echt klasse aus. Ist auch nicht diesig. Ich denke mal, wir werden nachher eine ziemlich geniale Aussicht haben von da oben. Ja, ich habe mir kurz vor der Tour noch neue Reifen draufziehen lassen. Habe jetzt einen Pirelli Scorpion drauf. Habe mich da vom Reifenhagemann beraten lassen. Auf Deutsch, als ich ihm sagte, ich will den Anarchy 3 wieder drauf haben, meinte er, ja, das ist ein Scheißreifen. Das sollte ich mir mal dreimal überlegen. Er würde mir den Scorpion empfehlen. Ich war eigentlich immer gut klargekommen mit dem Michelin. Oder Metzler? Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Jedenfalls Anarchy 3. Nicht zu verwechseln mit dem Wild. Der hat Stollen. Aber das ist der Standardreifen, mit dem die GS auch ausgestattet ist, wenn sie aus dem Werk kommt. Das war immer ein ganz geiler Reifen eigentlich. Bei dem Scorpion habe ich festgestellt, gerade auf der Bahn, ich weiß nicht, ob es daran liegt, das muss ich mal ausprobieren, dass ich jetzt Koffer dran habe, dass der so ein bisschen, zumindest das Gefühl vermittelt, dass er anfängt zu pendeln. Weil das ganze Motorrad fängt... So, wir sind jetzt in Nauders, aber das ganze Motorrad fängt an, irgendwie übers Vorderrad zu gehen, leicht zu pendeln. Das hatte ich bei dem vorherigen Reifen nicht. Das gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht unbedingt. Das müssen wir mal weiter beobachten. Ja, der Jürgen ist hinter mir. Ja, wie gesagt, das muss ich mal weiter beobachten. Hier rechts geht es nach Samnaun unter anderem. Sind wir gestern gefahren. Sind wir auch hier rausgekommen. Das heißt, wir fahren jetzt schon wieder über den Reschenpass. Jo, jetzt ist der Stern da. Ich habe noch nicht prüfen können, wie der Reifen sich im Nassen verhält. Er soll besser sein als der Anarchy. Aber gut, das sollte er auf der Straße eigentlich auch. So an sich, jetzt nachdem ich ihn eingefahren habe, verhält er sich so in den Kurven im Trocknen schon okay. Das ist in Ordnung, finde ich. Das ist nur meine persönliche Meinung. Also der ist okay. Aber wie gesagt, bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn, wir sind kurze Stücken mal Autobahn gefahren, so 50, 60 Kilometer, fängt er so ab 120, 130, na eher 140, fängt er so leicht an zu schwimmen. Muss vielleicht mal vorne den Luftdruck mal ein bisschen rausnehmen. Die haben mir da 2,7 reingepumpt. Normalerweise reichen 2,5. Ob die 0,2 jetzt wirklich was ausmachen, weiß ich nicht. Alles auszutesten. So, Nauders ist auch bekannt als Skigebiet. Im Gegensatz zu Funz. In Funz kannst du überhaupt nicht Ski fahren. Gibt es keine Lifte, muss man entweder hier nach Nauders hoch mit dem Shuttle oder nach Samnaun. Aber da oben scheint es im Winter richtig cool zu sein. So, das ist schon der Reschensee. Ganz viele kennen bestimmt dieses Bild von dem Kirchturm, der im Wasser steht. Wir haben gestern gesehen, dass sie jetzt, weil er ziemlich dicht am Ufer steht, auf der Wasserseite einen Wall aufgeschüttet haben. Und haben das trockengelegt. Wahrscheinlich müssen sie irgendwie basteln. Das sieht natürlich fantastisch aus jetzt mit der Sonne auf dem See. So, dann mussten wir eben noch eine Zwangspause einlegen, weil der Akku von der vorderen Kamera, an der auch dieses Mikro dran hängt, die war leer. Und wenn man das Stilfzer Joch schon das zweite Mal hochfährt, dann sollte man das möglichst mit einem vollen Akku machen. Jetzt kann man schon den Gletscher oben sehen, schon ziemlich cool.
weiß nicht, was wer nervt hier, die Radfahrer oder die Wohnmobile. Und die sind da teilweise gnadenlos, die fahren da echt hoch. Oder entsprechend auch runter. Ah, ist immer faszinierend, wenn man hier hochfährt. Fußgänger gibt es hier auch. Ja, das sieht natürlich hammermäßig aus, ne? Wir werden ziemlich ein Stück hochfahren. Wir sind jetzt gerade bei Kehre 46 und 45 vorbeigekommen. Eigentlich sind es 48, weil unten waren auch schon zwei. Also 48 kehren hier hoch auf, ich weiß es nicht, 7 Kilometer bis zum Ziel. Ja, wie gesagt, er macht es dann richtig heftig. Darf natürlich niemand entgegenkommen. Und sowas hier muss man echt im ersten Gang fahren. Gut ist, wenn keiner von oben kommt, weil sonst wird es ein bisschen eklig. Und die Jungs und Mädels hier, ja, fahren halt dann auch mitten auf der Straße. So, hier sind Schilder am Wegesrand und das sind jetzt noch 43 von diesen Dingern hier. Oh, die fahren ja auch im Hollandrad hoch. Oder Citybike oder wie heißen die Dinger? Hat sie ein Pedelec? Nö. Die fährt hier trotzdem hoch. Also Respekt. Ich würde das, glaube ich, nicht bringen. Also die sehen nicht nur eng aus, die sind auch scheiße eng, die Dinger. Der Ford hier vor mir, der fährt das Ding echt außen an. Ja, hier bekommt das Wort Blickführung bekommt hier einen ganz anderen Stellenwert. Und da was? Ich sehe nichts, da kommt ein Wohnmobil runter. Gut, wenn man langsam fahren kann. Ja, bei dem guten Mann da, bei dem kleinen Laster konnte man schon gut die heißen Bremsen riechen. Und hier fahren auch normale Linienbusse rauf und runter. Also die Jungs haben es auch drauf. Ja, was ich eben nicht aufgenommen habe, die Krönung von unserem kleinen Ford hier, fährt um die Kurve rum, sieht von oben Bus kommen und bleibt kurz hinter der Rechtskurve stehen. Hinter ihm 3 Motorräder, die natürlich alle schön in der Kurve anhalten mussten, an der engsten Stelle. Und da war echt Platz genug, dass er hätte vorbeifahren können, aber naja. Der eine kann es, der andere eben nicht. Er war auch nicht einsichtig. Das sieht natürlich hammermäßig aus, ne? So was haben wir in der Heide nicht. Ja, der Ford hat aufgegeben, der ist jetzt abgebogen. Da war wohl zu viel Zweirad von hinten. Wir sind jetzt 1, 2, 3, ich glaube 6 Motorräder. Aber die anderen 3 haben wir augenscheinlich schon wieder hinter uns gelassen und sind abgebogen. Ja, wenn keiner kommt, kann man die Kurve schon ganz gut ausfahren, aber
Jürgen ist jetzt vorgefahren. Wir haben mal kurz Bilder gemacht. War schon heftig zu sehen, dass hier kaum Neuschnee mehr drin liegt vom Winter. Das ist alles schon wieder weg. Ja, dann grüßen wir doch mal. Ich grüße jetzt mal, ich hoffe, das ist nicht so laut. Ich grüße jetzt mal Fide. Ja, Fide wird wieder grün vor Neid. Er weiß, was ich meine. Fide, hier musst du deine BMW auch mal hochscheuchen. Hast du, glaube ich, schon, ne? Bin mir nicht so sicher. Ja, den Job mit dem Umgucken, den hatte letztes Mal Shaki. Das war echt angenehm. Shaki hat sich umgeguckt und dann sind wir da hochgefahren. Wir haben noch 27 von den Dingern. Aber es lässt sich gut fahren. Ist ja echt cool. Unfassbar, oder? So, da oben geht's hoch. Ich hoffe, man kann das durch das Weitwinkel trotzdem sehen. Da oben ist die Bergstation und da kraxeln wir jetzt noch hoch. Ich mag Linkskurven lieber. Der sucht Pilze? Nee. Der Gang der Wahl ist der erste. So. 10 Kehren haben wir noch. Apropos 10 Kehren. Wir haben auch 10 Grad hier oben. So, da kam mir eben in einer Rechtskurve, wie gesagt die engen, kam mir ein BMW entgegen. Der kam dann mit so einem Affenzahn runtergeschossen. Da musste ich dann doch in der Kurve direkt wirklich mal anhalten. Na gut, Anfahren am Berg übt ja auch, ne? Wir sind jetzt oben, das war die letzte Kehre. Und jetzt, ja, haben wir es geschafft.